Hallo zusammen! Technologie verändert sich im Laufe der Zeit. Smart-Fernseher sind besser als normale Fernseher. Die PlayStation 5 ist besser als die PlayStation 4. Das neueste iPhone ist besser als die vorherige Version, zumindest sagt das Apple. Der Punkt ist, dass die Technologie nie stillsteht, aber während sie voranschreitet, wird ältere Technologie vergessen und aufgegeben. In diesem Video zeige ich Ihnen einige unglaubliche aufgegebene Technologien. Los geht's! Antike chemische Waffen. Wir neigen dazu, chemische Waffen als ein Merkmal der modernen Kriegsführung zu betrachten, und zwar kein angenehmes. Jüngste archäologische Entdeckungen deuten jedoch darauf hin, dass wir diese Einschätzung möglicherweise falsch eingeschätzt haben. Es gibt Beweise, vielleicht sogar starke Beweise, dass chemische Waffen vor 1700 Jahren in Syrien eingesetzt wurden, als persische Streitkräfte römische Soldaten in der Festung Dura Europos angriffen. Die Beweise vor Ort zeigen, dass 20 Soldaten in einem einzigen Tunnel, der etwa 12 Meter breit, aber nur 1,8 Meter hoch war, ihr Schicksal fanden. Es scheint, dass eine Schwefel- und Bitumenverbindung mit Blasebälgen in den Tunnel gepumpt wurde, was ein giftiges Gas erzeugte und die Soldaten innerhalb weniger Sekunden bewusstlos machte. Ohne die Möglichkeit, sich zu bewegen oder zu befreien, wäre das Ende einige Minuten später gefolgt. Die Verbindung wurde wahrscheinlich hergestellt, indem verbranntes Bitumen und Schwefel zum Feuer hinzugefügt wurden, aber die Anwesenheit der Überreste eines Persers in der Nähe der römischen Soldaten lässt vermuten, dass die Person, die das Feuer legte, das Ereignis möglicherweise nicht überlebte. Unser einziger fester Beweis für all dies ist jedoch die Existenz von Mineralrückständen in der Nähe der Körper. Haben die Perser vor 1700 Jahren chemische Waffen eingesetzt? Wahrscheinlich, aber wir können es nicht beweisen. Norias von Hammer. Man könnte die riesigen Norias von Hammer betrachten und sie für Riesenräder halten, aber das wäre eine grobe Unterschätzung ihres Alters und ihrer Bedeutung. Diese prächtigen antiken Strukturen ähneln eher Wasserrädern als Jahrmarktsattraktionen und sind etwa 2500 Jahre alt. Nirgendwo sonst auf der Welt wurde bis zum frühen 16. Jahrhundert eine Wassermühle oder ein Wasserrad gebaut. Niemand hat eine Ahnung, wie diese Technologie so viel früher in Syrien als im Rest der Welt entstand, aber die Lücke zwischen vor 2500 Jahren und dem 16. Jahrhundert legt nahe, dass ihre Geheimnisse möglicherweise vergessen und dann wieder entdeckt wurden. Heute stehen 17 Räder in Hama, was weniger ist als früher. Einige fielen vor Jahrhunderten, während andere, leider während der jüngsten Kriege, die das Land heimgesucht haben, zerstört wurden. Die ersten aufgezeichneten Erwähnungen der Norias finden sich auf einem Mosaik in der Stadt Apamea, das auf das Jahr 469 v. Chr. datiert werden kann. Das sagt uns allerdings nur, dass die Räder bereits standen, als das Mosaik gemacht wurde. Es gibt nichts, was besagt, dass sie nicht schon Hunderte von Jahren zuvor hier waren. Antiker griechischer Automat. Heron von Alexandria, wie wir bereits sagten, war ein antiker griechischer Genie und Erfinder, der im 1. Jahrhundert lebte. Ihm werden viele Erfindungen zugeschrieben, aber hat er wirklich eine Form des Kinos erfunden? Nun, das hängt davon ab, wie Sie das Wort Kino definieren. Heron schrieb ein Buch mit dem Titel Automation, in dem er seine Entwürfe für verschiedene Formen von Automaten darlegt, wie den Weindiener, den wir zuvor betrachtet haben. Eines seiner ausgefallensten Designs ist etwas, das als mobiles Automatikum bezeichnet wird, ein programmierbares Fahrzeug, aber selbst das verblasst im Vergleich zu Herons sogenanntem automatischen Theater. Dies war eine Möglichkeit, Theaterstücke zu schaffen und aufzuführen, die keine menschlichen Schauspieler benötigten. Die Vorhänge öffneten und schlossen sich von selbst. Figuren bewegten sich, ohne berührt zu werden. Die Hintergrundszenerie änderte sich und es gab sogar Soundeffekte, einschließlich Blitzschlägen. All diese Effekte wurden erreicht, indem man nichts weiter tat, als ein Seil zu ziehen, das eine Kette von Ereignissen in Gang setzte. Jedes Teil des Theaters war präzise für seine Funktion konstruiert und das Niveau der Komplexität ist atemberaubend. Die Person, die vor all den Jahren Aufführungen in Herons automatischem Theater sah, muss befürchtet haben, es sei eine Form der Hexerei. Antike Steingeheimnisse. Es scheint vernünftig zu glauben, dass unsere alten Vorfahren einige Methoden kannten, Stein zu schneiden und zu formen, die über die Zeit hinweg vergessen wurden. An vielen Orten auf der Welt gibt es Steine, die so aussehen, als wären sie wie Butter durchschnitten worden, um ihre heutigen Formen zu erreichen, aber das sollte unmöglich sein. Was wäre jedoch, wenn es nicht so wäre?
Was, wenn unsere alten Vorfahren eine Methode kannten, Stein zu erweichen, indem sie verschiedene Pflanzen mischten und die Mischung auf die Oberfläche von hartem Gestein auftrugen? Das klingt lächerlich, aber schauen Sie sich die berühmten Handabdrücke am White Mountain in Wyoming in den Vereinigten Staaten an. Wie wurden sie geschaffen? Offensichtlich hat jemand sie in den Felsen geschnitzt, aber die Schnitzereien sind glatt und sehen aus, als wären sie in nassen Zement hinterlassen worden. Die Existenz einer solchen Pflanzenmischung würde sicherlich erklären, wie unsere Vorfahren in der Lage waren, riesige Steine zu bewegen, zu schneiden und zu formen, die Hunderte von Tonnen wogen. Die große Frage ist natürlich, welche Pflanzen das gewesen sein könnten und wo man sie finden könnte. Wenn sie überhaupt jemals existierten, wurden sie vielleicht in einem solchen Ausmaß übernutzt, dass eine oder mehrere der beteiligten Pflanzenarten jetzt ausgestorben sind. Antike Weinservierautomaten. Philo von Byzanz besaß vor 2300 Jahren einen persönlichen robotischen Diener. Das klingt lächerlich, aber es ist wahr. Er war nicht einmal der Einzige, der einen solchen hatte. Auch Heron von Alexandria besaß einen Roboterdiener. Beide Männer waren so freundlich, vollständige Pläne für ihre Schöpfungen zu hinterlassen. Sie sind beeindruckend, aber ihr Zweck war extrem begrenzt. Tatsächlich konnten sie nur Wein einschenken. Die menschengestaltigen Roboter hatten Räder und Bremsen. Wenn ihre Bremsen gelöst wurden, rollten sie auf einen Gast von Philo oder Heron zu, der dann sein Weingefäß in die metallene Hand des Roboters legte. Der Druck des Bechers betätigte einen Riegel. Dieser Riegel ließ den Roboter einen Krug Wein in seine anderen Hand kippen und der Becher des Partygastes würde dann gefüllt. Sobald der Weinkelch ein bestimmtes Gewicht erreichte, löste dies einen zweiten Riegel aus, der Maschine dann signalisierte, das Einschenken zu stoppen. Dies wäre nichts weiter als ein amüsanter Partytrick für Philo oder Heron gewesen, hätte aber ihre Gäste erstaunt. Die Klaue des Archimedes. Nun wieder zurück zu Archimedes, der auch einer der größten Wissenschaftler und Erfinder der antiken Welt war. Die sogenannte Klaue des Archimedes muss sicherlich als eine seiner größten Erfindungen gezählt werden. Auch bekannt als die Eisenhand, war diese unglaublich ausgeklügelte Struktur ein wichtiger Teil der Stadtmauern von Syrakus, entworfen, um die Mauern gegen Angriffe vom Meer zu verteidigen. Die Schriften antiker Historiker besagen, dass die Klaue feindliche Schiffe aus dem Wasser heben konnte. Sie wird am besten als eine Art Kran mit einem riesigen Enterhaken am Ende beschrieben. Von der Klaue erfasste Schiffe wurden entweder gekippt, bis sie kenterten, oder angehoben und auf andere Schiffe geworfen. Während des Zweiten Punischen Krieges, vor etwa 2200 Jahren, wurden mehrere solcher Geräte gebaut und eingesetzt. Die römische Flotte, die kam, um Syrakus anzugreifen, hatte keine Ahnung, dass solch ausgeklügelte Verteidigungen existierten und erlitt schwere Verluste. Eine Machbarkeitsstudie wurde von der BBC für eine Sendung namens Secrets of the Ancients im Jahr 1999 durchgeführt und das Gerät wurde als praktikabel befunden. Eine weitere Studie, die vom Discovery Channel im Jahr 2005 durchgeführt wurde, kam zu demselben Schluss. Geniale Kühlung. Der Gefrierschrank ist eine fantastische Erfindung. Er reduziert Lebensmittelverschwendung und stellt sicher, dass wir an einem heißen Tag immer eine kalte Leckerei haben können. Wenn Sie jedoch denken, dass die Erfindung des Gefrierschranks die Erfindung der Elektrizität voraussetzte, liegen Sie völlig falsch. Gefrierschränke gab es bereits in der Antike, sie trugen nur einen anderen Namen. Reisen Sie 2400 Jahre zurück ins alte Persien und Sie werden Yakchals in der Wüste finden. Der Name übersetzt sich grob als Eispitze, aber das ist eine ungenaue Beschreibung der Struktur. Es ist keine Grube, es ist eher wie ein von Menschenhand gemachter Hügel. Ein durchschnittlicher Yokchol wäre 18 Meter hoch und erstaunlich ausgeklügelt. Wasser aus nahegelegenen Quellen wurde in den Yakchal geleitet und dann mit Windfängern gekühlt, während ein auf Verdunstung basierendes Kühlsystem überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abgab. Die Äußeren der Hügel wurden mit Ziegenhaar, Lehm, Sand und Eiweiß beschichtet, um die Hitze der Sonne zu reflektieren und sicherzustellen, dass der Inhalt kühl bleibt. Es ist eine so effiziente Erfindung, dass sie heute noch in einigen ländlichen Gemeinden verwendet wird. Die Archimedes-Schraube. Archimedes wird mit einer Reihe der unglaublichsten Erfindungen der antiken Welt in Verbindung gebracht, einschließlich der Archimedes-Schraube. Obwohl er für die meisten seiner Erfindungen Lob und Anerkennung verdient, hat er nichts mit der Archimedes-Schraube zu tun. Sie wurde fälschlicherweise mit ihm in Verbindung gebracht, aber alles, was er tat, war, über eine Erfindung zu schreiben, die er in Aktion sah, als er 234 Jahre vor Christus Ägypten besuchte.
Ihm wurde von den Ägyptern gesagt, dass die Erfindung schon eine Zeit lang existierte und dass das Geheimnis, wer die Idee hatte, mit der Zeit verloren gegangen war. Wer auch immer sie erfunden hat, es ist eine bemerkenswerte technische Leistung. Es ist die erste Wasserverdrängungspumpe in der Weltgeschichte und wurde verwendet, um Wasser aus dem Nil zu pumpen. Es gibt sogar einen Hinweis darauf, dass eine Archimedes-Schraube das Herzstück des Bewässerungssystems war, das die hängenden Gärten von Babylon versorgte. Ein möglicher Hinweis auf die Existenz einer solchen Schraube wurde in einer Inschrift gefunden, die mit König Sanherib von Assyrien in Verbindung gebracht wird, der 500 Jahre vor Archimedes Geburt lebte. Wie konnten wir den Namen eines so wichtigen Erfinders vergessen, jemanden, der ein Konzept entwickelt hat, das noch heute weltweit verwendet wird? 1937 entdeckten Archäologen unter der Leitung von Jacques Montfort im Herzen des guatemaltekischen Dschungels das Portal von Xibalbá, eine kolossale kreisförmige Steinstruktur mit einem Durchmesser von 12 Metern, verziert mit Symbolen und Figuren der Maya-Mythologie. Es wird angenommen, dass das Portal die Verbindung zwischen der physischen und der spirituellen Welt darstellt, wie sie im Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya, erwähnt wird. Das Denkmal faszinierte die Forscher durch seine Komplexität. Inschriften rundherum deuten auf eine Art Kalender oder rituellen Mechanismus hin. Die Basis des Portals weist darauf hin, dass es sich drehen könnte, was zur Theorie führte, dass es für Rituale verwendet wurde, die den Weg nach Xibalbá, die Unterwelt der Maya, öffneten. Für die Einheimischen, die es Auge der Götter nennen, ist das Portal ein Grund zur Furcht. Sie glauben, dass das Eingreifen in das Relikt alte Kräfte wecken könnte, die ruhen sollten. Noch immer von Geheimnissen umgeben, bleibt das Portal von Xibalbá eine der rätselhaftesten archäologischen Entdeckungen und stellt unser Verständnis der Glaubensvorstellungen und Kenntnisse der alten Maya in Frage. Die Malta-Platte. Menschen brauchten eine Möglichkeit, den Lauf der Zeit lange vor der Erfindung des Kalenders oder der Uhr zu markieren. Die Fähigkeit, Zeit zu markieren und zu messen, half den frühen Menschen nicht nur, ihre eigenen Erfahrungen zu kontextualisieren, sondern auch für die Zukunft zu planen. Wenn man den Verlauf der Zeit messen konnte, konnte man die wechselnden Jahreszeiten und die besten Zeiten für die Jagd planen. Archäologen glauben, dass dies der Ursprung der Malta-Platte ist, die sich derzeit im Museum von Irkutsk in Russland befindet. Die Platte ist eigentlich eine Elfenbeinplatte mit einem Loch in der Mitte und beidseitiger Verzierung. Eine Seite der Platte ist mit Wellen bedeckt und die andere mit winzigen Löchern, die in Spiralen angeordnet sind. Wissenschaftler glauben, dass das Artefakt zwischen 15.000 und 24.000 Jahre alt ist. Es gibt 7 konzentrische Kreise von Löchern auf der Platte, von denen einige Historiker glauben, dass sie eine Anspielung auf die 7 Tage der Woche sein könnten. Darüber hinaus gibt es 122 Löcher in den seitlichen Kreisen und 243 in den zentralen Kreisen, was insgesamt 365 Löcher ergibt. Das entspricht der Anzahl der Tage in einem Jahr nach dem modernen Kalender. Zusätzlich ist 122 die Anzahl der Tage im sibirischen Sommer, der die Hauptzeit für die Rentierjagd ist. Ist die Malta-Platte ein alter Kalender oder interpretieren wir zu viel hinein? Ursprung der Impfung. In der Neuzeit verstehen wir das Prinzip einer Impfung. Eine kleine Menge einer Krankheit oder eines Giftes wird dem Körper zugeführt und der Körper lernt, Antikörper zu produzieren, um sich gegen die Krankheit zu schützen und so Immunität zu entwickeln. Erstaunlicherweise schien Mithridates VI von Pontus vor 2100 Jahren die Grundlagen dieses Prinzips zu verstehen. Der paranoide Herrscher fürchtete, von einem seiner Feinde vergiftet zu werden, also nahm er absichtlich kleine Mengen Gift zu sich und behandelte sich selbst mit Honig, um sich zu erholen. Er hatte Grund zur Paranoia. Sein eigener Vater war durch Vergiftung getötet worden. Mit der Zeit begann er, Kräuter und andere unbekannte Inhaltsstoffe dem Honig hinzuzufügen und entwickelte die Formel für ein Getränk, das als Mithridat bekannt ist. Mit dieser Erfindung glaubte der König wirklich, er habe ein Gegenmittel gegen jedes Gift der Welt erfunden. Später bereute er diese Wahl, denn während eines späteren Krieges mit den Römern versuchte er, einer Gefangennahme zu entgehen, indem er eine tödliche Dosis Gift trank. Seine Erfindung hatte zu gut funktioniert. Mithridates war gegen das Gift immun und wurde schließlich gefangen genommen und getötet. Leider nahm er sein Mithridat-Rezept mit ins Grab, sodass wir nie erfahren werden, ob er wirklich ein universelles Gegengift erfunden hatte oder nicht. Ursprünge des Damaszener Stahls.
Wenn sie im Mittelalter ein hochwertiges Schwert benötigten, bestanden sie darauf, dass ihr Schwertschmied ihre Waffe aus Wutzstahl schmiedete, der auch als Damaszener Stahl bekannt ist. Er galt zu der Zeit als der härteste Stahl der Welt, aber seine Ursprünge reichen viel weiter zurück als das Mittelalter. Es ist eine indische Erfindung und sie begann dort mehr als 1000 Jahre bevor jemand anderes das Rezept und den Prozess zur Herstellung davon entdeckte. Damaszener Stahl ist eine Art Tiegelstahl, was bedeutet, dass alle Zutaten zusammen in einem Tiegel geschmolzen und dann in eine Form gegossen werden. Es ist möglich, dass das Wort Wutz eine Verfälschung des südindischen Wortes Ukku ist, was Stahl bedeutet. Der erste Nachweis des Wortes stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Inder ihn bereits etwa 2000 Jahre lang hergestellt. Sogar die Qualität des indischen Stahls wird in den Aufzeichnungen Alexanders des Großen erwähnt. Man nimmt an, dass das Geheimnis, wie man Damaszener Stahl herstellt, geschützt und von Vater zu Sohn weitergegeben wurde, statt irgendwo geschrieben zu werden. Das ermöglichte es Indien, die Produktion und den Export des Metalls für Hunderte von Jahren zu monopolisieren. Antiker römischer Beton. Während der Blütezeit des Römischen Reiches beherrschten die Römer die Kunst der Herstellung von Glas und Beton. Tatsächlich ist der Beton, den sie herstellten, weit überlegen gegenüber dem Beton, den wir heute verwenden. Portlandzement, der heute etwa der Branchenstandard ist, würde in einer Meeresumgebung auch bei Verstärkung mit Stahl nur etwa ein Jahrhundert halten. Vergleichen Sie das mit den antiken römischen Bögen, Wellenbrechern, Aquädukten und anderen Gebäuden, die seit 2000 Jahren stehen. Selbst in hochkorrosivem Salzwasser bleibt römischer Beton intakt. Das liegt alles daran, wie sie ihn hergestellt haben. Die Römer kombinierten vulkanische Asche und Kalk, um Mörtel zu schaffen, dann mischten sie ihn mit vulkanischem Gestein als Zuschlagstoff. Beweise dafür finden Sie im Bau des Pantheons und auch in den Märkten von Trajan in Rom. Diese Mischung bedeutet, dass der noch heute existierende römische Beton voll von Tobermorit, Zeolit und Philippsit ist. Diese Mineralien gelangten dort hinein, als Meerwasser in den Beton eindrang und mit dem Kalk und der vulkanischen Asche reagierte, wodurch die ineinandergreifenden Mineralien entstanden und Hohlräume gefüllt wurden. Die Einwirkung von Meerwasser machte den Beton stärker, nicht schwächer. Was den Grund betrifft, warum wir ihn heute nicht verwenden, hat niemand seit dem Fall des Römischen Reiches die Mischung ganz richtig hinbekommen. Das war's für heute. Was war euer Lieblingsmoment? Kommentiert, liken, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.